Willkommen zurück zu einem kleinen Update-Video. Wir machen heute ein klitzekleines Update zu AMC, dasselbe für FFAI. Wir machen ein etwas größeres Update für Microvision, weil es gewünscht wurde und weil ich schon sehr lange nicht gezeigt habe. Dasselbe für Bed Bath Beyond. Und wegen der Price Action schauen wir uns auch Webull an. Und ganz am Schluss machen wir noch ein kleines Update zu einem Community-Wunsch. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Ich werde das Erklärvideo wieder ans Ende des Videos hängen oder ihr sucht einfach nach der Playlist Fractal Method auf meinem Kanal. Okay, na dann springen wir gleich rein in AMC. So, heute wieder nur ein kleines Update. Wenn ihr die ganze Geschichte sehen wollt, ich werde am Ende des Videos wieder das Video verlinken, wo die ganze Geschichte drauf ist, also 1-Part-Squeeze, 2-Part-Squeeze, Price Targets und. Heute schauen wir uns an, was wir heute gemacht haben. Na, dann zoomen wir gleich rein. So, wir hatten heute einen relativ guten Run, würde ich sagen. Und natürlich habe ich die Fragen bekommen, könnte das jetzt das Wie sein? Ich habe euch ja im letzten Video gezeigt, was ich mir unter einem Wie vorstelle von 2021, 2024, 2025. Das schaut in keinster Weise aus wie 2021, 2024, 2025. Das hat nicht unbedingt was zu heißen, sage ich auch gleich. Aber wir haben halt bei unseren letzten 3 Squeezes immer dasselbe gemacht. Wir hatten einen ziemlich langen Downfall, dann hatten wir plötzlich eine Candle hinunter und ein richtig schönes, steiles Wie wieder hinaus aus diesem Tief. Die Sache ist, das hier ist ein Wie. Allerdings, ich meine, das ist der 30-minütige Chart, ist schon klar. Aber erstens war das hier nicht wirklich ein Knife, meiner Meinung nach. Und das hier ist auch nicht wirklich eine Wie-Bewegung. Weil wenn ihr seht, wir gehen rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Mag ich nicht unbedingt so. Warum mag ich das nicht so? Weil wir das eigentlich die ganze Zeit gemacht haben in den letzten Wochen und Monaten. Ja? Man sieht es auch hier zum Beispiel. 21. November 2025. Wir hatten kein wirkliches Knife hier, aber wir gehen dann schön langsam A, B, C rauf. Das ist für mich nicht unbedingt ein Wie. Aber sei geschenkt. Sache ist die, wir werden jetzt trotzdem beide Versionen dazu tracken. Also die Version, wo das nicht der Boden ist und dann die Version, wo das der Boden ist. Wir fangen an mit, das ist nicht der Boden. Ja? Wenn das nicht der Boden ist, ziemlich einfach. Erstens, wir werden diese Trendlinie nicht brechen. Und zweitens war das höchstwahrscheinlich hier heute schon der Top. Ja? Das bedeutet, wir werden jetzt genauso wie in den letzten Wochen und Monaten langsam wieder runterticken. Ja? Zack, zack, zack. Und wenn wir dann hier wieder einen doppelten Boden machen, ja, genau bei 1,10, 1,11, dann bekommen wir hier vielleicht wieder einen Bounce und dann suchen wir wieder den Boden. Das ist einfach die bärische Alternative und wir müssen dann noch immer auf den Boden warten. Leider, ich weiß, es nervt mich langsam auch. Es wird einfach nur Fahrt. Wenn das jetzt hier doch der Boden sein sollte. Ich meine, auf dem 30-minütigen Chart ist das eine Candle. Kein doppelter Boden, somit diese Regel funktioniert hier schon mal. Was wäre das dann? Ich habe ja bei dem großen Update-Video und auch bei allen anderen Update-Videos gesagt, sollten wir den Boden finden, was folgt als nächstes, ist ein Higher Low. Ja?
ob das jetzt hier, ich lösche das mal, damit man es besser sieht, ob das jetzt hier schon der Top ist. Also man könnte sagen, das hier ist unser A, das ist unser B, das ist unser C. Ja? Dann wäre das hier wahrscheinlich unser Lower High und das wäre unser M. Ja? Bedeutet, wir gehen runter, kommen nochmal rauf, machen unser T und dann kommt unser letzter Top. Wohin? Wir nehmen einfach vom Boden zum Peak unsere FIB. Wenn das hier schon das Top von dem Higher Low war, ja, dann werden wir runterkommen zu 1,13. Ja. Das müssen wir aber halten. Ja. Ich meine, wir können auch runterkommen auf 1,11, wenn wir ganz dramatisch sind. Ich werde das jetzt bei FFAE auch gleich zeigen, da ist es ganz dramatisch. Für dieses Higher Low dürfen wir aber klarerweise nicht 1,10 berühren oder brechen. Ja. Sollte das so sein, und ich meine, das ist der 30-minütige Chart, das könnten wir morgen machen. Ja? Und ich habe in den letzten Videos schon gesagt, vor allem in dem großen mit allen Versionen, sollten wir das hier bis Freitag machen, kann man eine YOLO-Position eingehen. Weil dann haben wir unser V und unser Higher Low fertig. Ja? Es könnte, wenn wir das morgen machen, ja, könnte es sein, dass wir nächste Woche schon anfangen, was Großes zu machen. Ja. Die langsame Variante dazu wäre, wir machen dieses Higher Low morgen, ja, und nächste Woche müssen wir noch immer unser A machen und unseren Point 5 Pullback. Dieses A, wo würde das Top von diesem A hingehen? Dieses A würde die 200 EMA nicht brechen, meiner Meinung nach. Ja. Wenn jetzt, man könnte allerdings auch noch eine Sache sagen. Was ist, wenn wir morgen einfach nur das hier machen? Ja, kann ja sein. Dann wäre das hier noch immer unser Higher Low. Ja? Und dann wird es halt, ich weiß, ich werde die Fragen dann schon bekommen. Ist das jetzt der Ausbruch oder nicht? Wenn wir das morgen machen, kann ich euch darauf keine Antwort geben. Ich sage es gleich. Weil das Problem bei der Sache ist, wir werden diese Linie für ein Higher Low nicht brechen. Also Maximum für morgen wäre 1,29, 1,30. Ja? So, wir beenden morgen mit Marketschluss AMC bei 1,30. Das sagt uns nur leider halt gar nichts, meiner Meinung nach. Ja? Weil dann sind wir halt am Top. Das könnte bedeuten, dass wir entweder die ganze nächste Woche diesen Pullback machen, ja, wäre scheiße, aber wäre nicht das erste Mal, oder wie im großen Update-Video schon gezeigt, wir schenken uns das Higher Low und machen dafür A. Ja, dann rennen wir halt morgen und die ganze nächste Woche oder so lange wie es dauert, kann auch 2, 3 Wochen sein, zu unserem A. Allerdings, und dazu stehe ich noch immer, es ist meine persönliche Meinung, wenn das hier der Boden ist, wir squeezen nicht vom hier. Ja? Entweder wir machen das A mit dem Pullback oder wir machen das High Low und dann squeezen wir, oder im geschissensten Fall, wir machen beides. Ja? Deswegen, im besten Fall für morgen, ob wir jetzt hier raufkommen oder nicht, im besten Fall schließen wir unter 1,13 und halten das, ja, und nicht unter 1,10. Dann kann man ein bisschen von Hoffnung sprechen. Ich würde trotzdem keine Weeklies kaufen. Ich sag's nur. Ja. Im blödesten Fall machen wir ein neues Low. Wenn wir morgen ein neues Low machen, meine persönliche Meinung, 0% Chance, dass wir nächste Woche irgendwas machen. Ja. Sollten wir morgen hier drüber gehen, ohne den Pullback, muss ich leider sagen, ist für mich eigentlich auch 0% Chance, dass wir nächste Woche was machen. Es schaut gut aus, aber meiner Meinung nach sind wir noch nicht so weit. Aber schauen wir mal, was morgen passiert. Okay, nächstes ist FFE.
So, heute nicht die ganze Geschichte. Ja? Heute schauen wir uns nur an, was wir heute gemacht haben. Wenn euch die ganze Geschichte interessiert, wie gesagt, ich verlinke das große Update-Video am Ende des Videos. Heute schauen wir uns nur den 30-minütigen Chart an. So, und weil ich ja vorher bei AMC gesagt habe, dass unser Higher Low zwischen 1,13 und 1,11 enden könnte und dass das halt ziemlich stressig und immer sehr knapp ist. FFAI, wie auch immer man es nennt, macht nichts anderes. Ja? Und das seit dem 20. Februar. Ja? Wenn das hier unser Boden ist, und ich habe ja gesagt, das muss unser Boden sein. Andernfalls schießen wir runter zu 30 Cent, 20 Cent, 10 Cent und dann wollt ihr es nicht mehr spielen. Weil, ich meine, vielleicht schon, aber in Sachen Risk Management kommen wir in eine Area dann, die einfach nur noch scheiße ist. Deswegen, der Boden muss hier halten. Ja. Und das Ganze hier sind einfach nur eine Aneinanderreihung von kleinen Higher Lows. Ja. Großes Higher Low, kleines Higher Low. Ja. Und FFAE mag das, dass es uns andauernd anteasert. Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich Nachrichten in den letzten Tagen bekommen habe. Oh Scheiße, war's das? Oh Scheiße, war's das? Oh Scheiße, war's das? Oh Scheiße, war's das? Ja, andauernd. Ja? Weil ich habe auch, ihr seht hier, ich habe hier extra einen Alert mir reingegeben. Weil, ganz ehrlich, das, was wir nicht berühren wollen, ist 43,91 Cent. Wo sind wir gebounced? Bei 44. Ja? Das ist 0,001 Cent höher. Ja? Mir ist eigentlich das noch nie untergekommen, dass eine Aktie einen so extrem schwitzen lässt. Ja? Weil das ist ein Witz. Sache ist die, derzeit, solange wir das nicht berühren, ist es eigentlich sogar perfekt. Ja? Es ist stressig, es ist nervig, aber noch immer perfekt. Ich habe ja in den letzten großen Update-Videos auch gesagt, es gibt hier eigentlich nur 3 Varianten. Die absolut bärische, wir brechen hier drunter und ich sage euch, es lohnt sich nicht mehr. Ja, ich sage nicht, dass es dann stirbt, aber die Gefahr, dass es einen Reverse Split gibt, die Gefahr, dass es auf den OTC-Market geht oder die Gefahr, dass es einfach bankrott geht. Ich weiß, mir ist schon klar, fundamentals-wise ist es vielleicht lebendig. Es bringt nur nichts, wenn der Stock stirbt. Ja, dann gehen es halt trotzdem bankrott. Es hört sich einfach deppert an. Ja. Das wäre Version 1. Version 2. Das ist unser Micro-Higher Low und wir sind jetzt kurz davor, dass wir unser Macro-Higher Low machen. Das bedeutet, wir gehen hier rauf, wir werden nicht über diese Trendlinie brechen, also nicht über 96 Cent und danach können wir was Blödes machen. Oder die absolute Hoffnungs- und Dream-Variante ist, wir werden jetzt hier, jetzt haben wir jetzt schon ein großes Higher Low, wir machen jetzt vielleicht noch ein kleines Higher Low, noch zusätzlich. Und dann brechen wir von hier unten aus. Das einzige Beispiel zum Beispiel, was ich dafür habe, oder es ist nicht das einzige, aber wäre zum Beispiel hier, wie Higher Low Run. Und das ist nur ein kleines. Hier im November 2024, wie kleines Higher Low, großes Higher Low, noch ein Higher Low und danach kam da etwas größer ran. Ich meine natürlich, das hier, zum Beispiel 2024, hat nur 25 Tage gedauert. Jetzt sind wir gerade bei was? Jetzt sind wir gerade bei 13 Tagen. Ja, ich meine, ich sage nicht, dass es 1:1 sein muss, aber FFAI mag das, einen zu verarschen. Und vor allem, auf was ich schaue, ist der Squeeze vom Mai 2024, weil das perfekte Beispiel ist. Ja. Wir sind runtergeläuft, haben unser Wie gemacht. Auch hier, wenn ihr ganz genau schaut, seht ihr das? Das ist nicht einmal 1 Cent
Ja? Da müsste man reinzoomen auf den 30-minütigen Chart. Ich wette mit euch, das ist auch 0,001 Cent Unterschied. Ja? Aber es ist ein Higher Low. Ja? Higher Low, noch ein Higher Low und danach kam halt der 1000% Move. Ja? Von 1,58 rauf zu 155. Ja? Also FFI mag das. Ja? Ähm, Ich meine, ich habe eine kleine Position, ja, sage ich. Ich kann euch sogar sagen, welche, nämlich Jänner. Ja. Einfach nur, wenn der Scheiß da länger dauert. Ich habe einfach keinen Bock, jede halbe Stunde drauf zu schauen. Ja. Und nochmal, es ist Geld, was ich einfach verbrennen könnte. Ja. So riskant ist der Scheiß. Ich sag's nur. Allerdings sei das auch eins dazu, zum Abschluss noch, sollte das der Boden gewesen sein, ja, dann ist dieses Fractal hier fertig. Ja. Und ich habe im großen Update-Video schon gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass wir ein A, Pullback B, Pullback C machen, sondern nachdem dieses Fractal fertig ist, wie jedes Mal, bekommt man einfach eine gerade Linie. Ja. Noch einmal zu den Preiszählen, wie die ganze Geschichte ausschaut und so weiter und so fort. Schaut euch das verlinkte Video am Schluss an. Okay. Nächstes ist Microvision. Und für Microvision muss ich sagen, ich habe mein Tracking ein bisschen geupdatet. Wir sind nämlich in einer ziemlich, ich würde nicht sagen geschissenen Position, aber komischen Position. Ich habe eine meiner Meinung nach gibt es nur zwei Versionen hier. Ja? Und dazu sei auch noch eins gesagt, es ist ein Slow Mover. Ja? Ich meine, unser letzter Run hier, von diesem wie zu diesem Top von März 2020 zu April 2021, dieser Run hat halt mehr als ein Jahr gedauert. Ja? Ich sag's nur, ja? Selbst wenn ich hier bullisches Tracking zeige, das ist nichts, was in 1, 2 Monaten fertig ist. Ich sag's nur. Okay, wir fangen mit der Version an, zu der ich mehr tendiere. Und das ist die bullische Version. Man kann es kaum glauben. Für die bullische Version, ja, einfach nur von vorne bis hinten. Ja. Microvision hat seine IPO 1996 in dem Run zu seinem Macro B gemacht. Dann Pullback rauf zu seinem Allzeithoch zu seinem C. Dann wunderschönes Lower High, wunderschöner Midpoint, wunderschönes T, Last Time to Sell, runter zum Allzeitlow am 16. März 2020. Und dann wird es kompliziert. Ja? Wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr, was das heißt. Ja? Für die neuen Leute hier war das hier unser Wie. Und eigentlich sollte man nach einem Wie ein Higher Low sehen. Haben wir hier eindeutig nicht gehabt, weil wir sind hier ausgebrochen. Vor allem, wir sind über die T-Linie hier marschiert. Ja? Higher Low macht das eigentlich zu 99% nicht. Ja? Ich habe allerdings bei EMC schon gesagt, es ist das gleiche Spiel. Wir fallen runter zu unserem V und entweder wir machen Higher Low und dann gehen wir rauf, oder wir schenken uns das Higher Low und gehen gleich rauf zu unserem A, ne? Zu unserem A, und dann machen wir den 0.5 Pullback und dann geht's weiter. Ne? Für die bullische Variante gibt es nur diese einzige Alternative, dass das hier unser A ist. Ne? Unser Macro A, ja? Das hier. Ne? Über T, unter M. Kann nur unser A sein. Jetzt wird es allerdings knifflig, ja? Weil ihr seht, wie sehr wir hier runterfallen. Derzeit ist es ein perfekter Breakout-Retest von dieser Trendlinie. Und derzeit, wenn ihr mir schon länger folgt, wisst ihr, A macht entweder einen 0.5 Pullback oder einen 618 Pullback von der FIB, vom Allzeitlow bis rauf zum Peak. Ich sage auch immer dazu,
Es muss nicht auf der Linie bouncen, es kann auch drüber oder unter der Linie bouncen. Also die Point 5 ist eindeutig gestorben. Ja. Jetzt bleibt uns nur noch die 618. Ja. Jetzt besteht aber eine große Gefahr. Und zwar die, wir dürfen die 786 nicht berühren. Ja, dürfen wir nicht. Wenn wir diese 718, 786 berühren, kann das Ganze hier nicht mehr A sein. Ja, aber dazu kommen wir gleich. Meiner Meinung nach ist das noch immer wunderschön und funktioniert noch immer super. Wir haben auch einen wunderschönen Breakout-Retest. Was passiert als nächstes? Naja, das hier wäre unser großes Macro A. Und danach, nach dem Macro A, kommt unser Macro B. Ja? Bedeutet für Preisziele irgendetwas über dieser gelben Linie. Ja? Da A so extrem drüber geschossen ist, nehme ich mal an, dass B auch ein bisschen drüber schießen wird. Also irgendwas von 44 bis 150. Ja? Allerdings unterm Allzeithoch. Ja? In dem Fall, wir sehen teilweise, wie der Run ausschaut, aber eigentlich fast nichts. Ja? Wo auch immer B hier toppen wird, danach, weil das Fractal wiederholt sich immer wieder, werden wir einen Pullback bekommen. Ja? Also im besten Fall, wie auch immer dieser Move ausschauen wird, wir gehen hier hinauf. Wo auch immer wir hier in dem Bereich toppen werden, machen wir dann den Point 5 Pullback. Von wo? Von unserem A-Loch. Ja? Also, das würde dann ungefähr so ausschauen. Point 5 Pullback. Dann gehen wir rauf zu unserem C. Ich sage noch einmal, der Move kann locker 1-2 Jahre dauern. Ja? Nur falls ihr Options spielen wollt. Ich sag's nicht. Jetzt zur bärischen Alternative. Und die kann man nicht von der Hand weisen. Die tritt in Kraft meiner Meinung nach, wenn wir 74 Cent berühren und klarerweise brechen. Dann kann das hier nicht mehr A sein. Was ist es dann? Und deswegen sage ich, das ist scheiße. Die einzige Möglichkeit, was das hier sein könnte, ist, dass dieser Trend hier nicht richtig ist. Das bedeutet, wir müssen diesen Trend hier nach oben schieben. Und das hier wäre einfach nur unser großes Makro-T. Und das ist ja das, was so scheiße ist. Weil das bedeutet nur eins. Wir müssen unter das Allzeitlow. Und das ist schon verflucht tief. Das ist bei 15 Cent. Ja. Und nicht nur das. Selbst dieser Drop hier, ich meine, das wäre ein Drop von was? 73%. Ich glaube nicht, dass wir das schnell sehen werden. Auch das wird länger dauern. Und danach wäre das erst unser W. Und dann müssen wir erst das Higher Low machen. Und das kann auch locker wieder 15 Jahre dauern. Ja? Also so lange. Und das ist für mich, ich meine, ist meine persönliche Meinung, mein persönliches Tracking, vielleicht habt ihr eine andere Meinung. Für mich ist, wenn wir 74 Cent berühren, Ende. Wirklich Ende. Ich schaue es mir weiter an, aber dann ist Ende. Ja, weil dann wird es meiner Meinung nach scheiße. Ja. Ich bin aber noch immer eher auf der Seite, das ist einfach nur unser A. Wir machen jetzt. Und jetzt. Nicht tiefer, jetzt. Dann den Bounce. Wir könnten in dem Fall noch ein kleines Micro-High-Low hier machen. Aber für das müsste die Richtung relativ schön aufwärts sein. Langsam, aber trotzdem schön. Okay. Nächstes ist Beyond. Auch hier für die ganze Geschichte verlinkt das Video am Ende mit der großen Geschichte. Wir schauen uns jetzt einfach nur an, was wir heute gemacht haben. Und ich sage auch gleich dazu, ja, falls ihr euch das hier anschaut, ja, in dem verlinkten Video sind alle Versionen. Ja. Das sind die Versionen, dass wir das Große machen müssen. Da ist die Version, dass wir von hier aus marschieren und so weiter und so fort. Heute schauen wir uns wirklich nur die Price Action von dieser Woche an. Ja. Ich sag's noch, weil ich heute schon die Fragen bekommen habe, sehe ich jetzt
noch einen Pullback zu 70 Cent. Ich kann es verstehen, weil die bullische Version war ja, das ist unser High Low und wir gehen jetzt hinauf. Ich muss aber trotzdem sagen, es schaut noch immer super aus. Ich habe ja in unseren bullischen Versionen gesagt, hier bei unserem V am 5. Februar, dass das hier unser A ist. Ich bin auch immer der Meinung, dass es unser A ist. Ja? Dass wir das zu unserem T machen, würde komisch ausschauen. Ja? Aber für Levels. Ich habe auch gesagt, dass dieser A-Pullback hier, Breakout, Retest, in die Nähe von dieser Trendlinie kommen wird. Und auch hier sieht man, wir sind genau auf der 618 FIB. Ja. Jetzt ist die Sache die, wir sind unter diese 618 FIB hier am Dienstag gefallen und gebounced. Das Ganze hier im besten Fall ist einfach nur unser Micro-High Low nach dem A-Pullback. Ja. Und wenn man sich hier die FIB anschaut, von hier zu hier, sind wir heute unter die 786 gefallen. Perfekt. Genau das macht ein High Low. Im besten Fall geht es von hier hinauf. Für die Alternative und dann die Versionen, die ich in dem großen Update-Video gezeigt habe. Für die Version, falls wir 76 Cent berühren oder brechen, kann das nicht Micro-High Low sein, dann ist dieser A-Pullback hier noch nicht fertig. Ja. Dann fallen wir hier runter und ja, dementsprechend, wie lange das dauert, könnten wir runterfallen zu 72 Cent. Hier allerdings dasselbe wie bei Microvision. Ja. Wir dürfen, wegen den 70 Cent, meiner Meinung nach, wir dürfen nicht unter 71,58 Cent fallen oder berühren. Weil das ist unsere Higher Low Fib. Sollten wir hier das hier machen, ja, muss ich es mir wirklich nochmal anschauen. Weil dann kann das nicht mehr A sein. Ich glaube es nicht, ganz ehrlich. Ich bin jetzt wirklich eher auf der bullischen Seite. Aber wenn wir hier runterkommen, ja, dann ist der Trend der hier. Ja. Ich lösche das hier mal alles, damit man es besser sieht. Das ist noch nicht der Weltuntergang, ja, aber dann ist das Ganze unser Higher Low. Und zwar das hier. Ne? Dann ist das Ganze unser Higher Low. Ja. Und dann machen wir, so deppert es sich anhört, doch noch diesen kleinen Gap-Fill wahrscheinlich zwischen 66 Cent. Ja. Und dann ist die Frage, wie lange dauert das? Ja. Ich bin noch immer davon überzeugt, dass wir unsere großen Ziele Ende März, Ende April sehen. Aber wie gesagt, wenn ihr 76 Cent, wenn ihr 71 Cent berührt oder brecht, dann ist dieser geschissene Gap-Fill zwischen 66 Cent und 65 Cent wieder am Tisch. Ja. Dann ist das hier einfach nur riesiges High Low und dann marschieren wir erst. Ist halt nur Zeit. Und das ist halt vor allem für Leute mit Options, ja, auch wie bei mir, eher blöd. Ich sage allerdings auch was, ja, und ich meine das jetzt wirklich absolut ernst. No financial advice, ja, aber es gibt da so gewisse Options für den Jänner 2027, die absolut unter Wert gerade verkauft werden. Ich glaube nicht, dass es bis Ende Sommer überhaupt dauert, aber no financial advice. Das wäre eine Idee. Ja, wie gesagt, solange wir nicht 76 Cent berühren oder brechen, brauchen wir uns über den Scheiß überhaupt keine Gedanken machen. Sollten wir 76 Cent berühren oder brechen, dann müssen wir über 71 Cent pouncen. Ja? Andernfalls ist das hier einfach nur unser wunderschönes kleines A.
Breakout, Retest, Abmarsch. Okay, gut. Gut, nächstes ist Bed Bath Beyond. So, und weil das ja im letzten Video nicht enthalten war in dem großen Update-Video, müssen wir halt das große Update diesmal machen. Für Bed Bath Beyond habe ich eigentlich eine große bullische und eine große bärische Version. Wir fangen mit der bärischen Version an, weil die geht am schnellsten. Das bedeutet, dieses Top im Oktober 2025 war unser Tee. Ja? Das bedeutet, dass dieses ganze Fractal hier von März 2020 noch nicht fertig ist. Das bedeutet auch, wir werden hier ein neues Low machen. Ob wir ein neues Allzeit-Low machen oder nicht, werden wir dann sehen. Ja? Wir müssen aber, wenn das hier unser T ist, auf jeden Fall unter 3,55. Ja? Wann hätten wir Bestätigung dafür? Und das ist halt eher der Scheiß an der Sache. Wir haben diese Bestätigung dafür, wenn wir 3,56 brechen. Ich weiß, das bringt nichts. Ja? Ich würde sagen, wenn wir unter $4 fallen, gehe ich mehr davon aus, dass wir diese Version machen. Ich muss allerdings auch dazu sagen, das ist für mich derzeit nur eine Alternative, weil es schaut super aus. Wie würde jetzt also unsere bullische Alternative ausschauen? Ne? Wenn wir uns das Ganze anschauen, dann war unser Boden 18. März 2020, wunderschönes A, B, C, Lower High, Midpoint, Last Time to Sell, bevor wir zu unserem Wie gefallen sind. Seit April 2025 bis heute sind wir unter dem Trend und machen unser großes Makro-High Low. Sobald das hier fertig ist, ist unser nächstes Ziel irgendetwas über $16 für unser A, Breakout, Retest oder 0,5 Pullback, dann rauf zu B. B ist irgendetwas über $36, wieder 0,5 Pullback und dann ist noch nicht die Frage, brechen wir allzeit hoch oder nicht. Dazu sei auch gesagt, sollten wir irgendwas von 2020 wiederholen, werden wir meiner Meinung nach diese Pullbacks nicht wirklich sehen. Ja? Schauen wir mal. Ich gehe allerdings davon aus, für die bullische Variante, dass wir bis Ende Juli A sehen sollten. Ja? Schauen wir mal. Ist dieses Higher Low jetzt fertig? Und da wird es ein bisschen tricky. Ja? Wenn man sich anschaut von unserem Boden zu unserem Peak, wir haben die 786 FIB noch nicht gebrochen. Ja? Jetzt sei allerdings eins dazu gesagt, diese 786 FIB ist nur ein Hilfsmittel, falls man A nicht findet. Ja? Also zum Beispiel, wenn man runterfällt, ein V hat und dann einfach so hinaufschießt, ja, und dann wieder LMT macht, ja, woher weiß man, wo A ist? Und da hilft einem die 786 FIB halt. Jetzt ist halt nur die Sache die, eigentlich wissen wir, wo das A hier ist. Ja? Weil erstens, wir haben hier unseren Boden. Hier ist unser Boden. Das hier ist unser kleines Higher Low. Wenn wir jetzt von unserem Boden rauf zu unserem A gehen, kommen wir in die Nähe der 0,5, das passt auch. Wenn wir von unserem A-Boden zu unserem B gehen, ist es die 0,5 Pullback. Also meiner Meinung nach ist das hier eindeutig unser A. Das bedeutet auch, das hier ist unser A-Boden. Und das Higher Low endet in einem V under A. Da sind wir drunter. Ja. Wenn wir uns jetzt diese Seite anschauen, dann haben wir ein wunderschönes C, ein schönes Low High, einen schönen Midpoint. Ja. Funktioniert auch super mit unserer B to M-Linie. Dann sind wir runtergefallen, haben unser T gemacht. Unser T war technisch gesehen fertig mit diesem Drop. Ja. Und jetzt kann man sogar dazu sagen, dass das hier am 12. Februar das Ende unseres Macro-High Lows war und das hier einfach nur noch ein Micro-High Low ist.
Das bedeutet, technisch gesehen ist alles fertig. Alles. Wir sind bereit zu unserem Weg zu A. Ja. Jetzt sei auch dazu gesagt, wenn wir 481 nochmal berühren, ja, oder brechen, ähm, gehe ich als Alternative davon aus, dass wir halt noch immer einen Cent mindestens unter 4,65 müssen. Ja. Und dann machen wir noch ein kleines Micro-High-Low und dann marschieren wir. Ja. Aber das schaut im Großen und Ganzen wunderschön fertig aus. Wie gesagt, unter 4 Dollar. Andernfalls kann der Uptrend jeden Tag beginnen. Es schaut super aus. Okay, nächstes und vorletztes ist Bull. Okay, für Bull hat sich leider oder Gott sei Dank, wie auch immer man sieht, hat sich das Tracking vom letzten großen Update wieder ein bisschen was geändert. Deswegen machen wir es heute wieder komplett von vorne. IPO von Bull, vom Webull, war einfach 2 Candles nach oben zu unserem C. Dann Lower High, Midpoint ist absolut gleich geblieben. T ist gleich geblieben zum letzten Update. Das, was sich geändert hat, ist unser Wie hier unten. Ja? Was meine ich damit? Das hier war das Tracking von Anfang dieser Woche. Ja? Das Allzeitlow, das Wie, ist noch immer gleich geblieben, aber beim letzten Mal, wo ich es gezeigt habe, war das hier noch unser Higher Low und das hier war unser kleines A Breakout Retest. Klarerweise, wie ihr seht, ist das kein Breakout Retest nicht mehr. Ja. Bleibt nur noch eins, was wir machen können. Ja. Entweder wir brechen jetzt hier wieder runter, dann stirbt dieses Wie und wir müssen, so ähnlich wie bei AMC, unseren neuen Boden finden. Kann ich noch nicht ausschließen. Für die bullische Variante bedeutet das einfach nur, dass das hier, das ganze Scheißding, unser Higher Low ist. Ja? Wir sind noch immer unter T, unter dem kleinen T. Somit, das wäre unser Higher Low. Wenn man sich das hier auch ins Micro-Tracking anschaut, ja, dann war das hier am Mittwoch unser Peak von dem Higher Low. Hier war unser Lower High, das war unser M und das hier war unser T. Und wenn man ganz genau reinschaut, dann ist das hier ein Lower Low. Ja. Bedeutet, dass dieses T im besten Fall technisch gesehen fertig ist. Ja. Wenn man sich jetzt die FIBs noch dazu anschaut, wie ja, sind wir unter der 786. Auch perfekt fürs Higher Low. Ja. Ob wir jetzt noch einmal ein kleines Higher Low und noch ein kleines Higher Low, kann ich euch nicht sagen. Ja. Wichtig allerdings ist, dass wir 5,48 nicht berühren oder brechen, weil sonst geht es over. Ja. Wenn nicht, könnten wir jetzt jeden Tag raufmarschieren. Im letzten Tracking, es ist noch immer dasselbe. Ich habe noch immer Ende März, Ende April für die absolut bullische Variante unser großes A. Ja. Bedeutet, wir sollten dann langsam anfangen, da nach oben zu rennen. Unser großes A ist über 10 Dollar. Dann 0,5 Pullback und dann rauf zu unserem großen B, was über 18 liegt. Sollten wir das nicht schnell machen, so wie bei der IPO, gibt es noch die Möglichkeit, dass wir die kleinen Schritte als erstes machen. Das bedeutet, wir müssen über unser kleines T, das wäre über 7 Dollar, dann 0,5 Pullback, dann rauf zu unserem kleinen B. So, machen wir das ganz schnell. Dann wieder 0,5 Pullback von unserem A-Boden. Und dann geht's rauf zu unserem großen A, was gleichzeitig unser kleines T ist. Hier. Aber auch wenn wir das so langsam machen, sollte das Ende März, Ende April sein. Ja.
Hat sich noch nichts geändert. Solange wir nicht 5,48 brechen, ist es noch okay. Andernfalls macht es einen FFVI-Move, sagt, ihr könnt mich mal, ich muss noch weiter runter. Aber derzeit schaut es noch immer super aus. Schauen wir mal. Okay. Als letztes machen wir noch einen Community-Wunsch, nämlich OCGN. Ich habe, glaube ich, mit OCGN auch angefangen bei diesem YouTube-Kanal. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich es gezeigt habe. Ich habe es, glaube ich, nur in der Mitte aufgehört zu tracken, weil es so extrem langsam und fade ist. Ja. Aber es schaut nicht schlecht aus. Ja. Für OCGN, wenn man sich das einfach nur anschaut, IPO in seinem Allzeithoch und seitdem es IPO ist, ist es einfach nur runtergegangen. Ja. IPO in 2014, perfektes Lower High, perfekter Midpoint, perfektes T in Juni 2019, runter zum Allzeitlow und seitdem, auch hier kann man wunderschön sagen, hier sieht man wunderschön die zwei Regeln. Ja. Und vor allem die Regel, was ist, wenn T nicht hoch genug ist für für die normale Trendlinie, dann macht man eine neue Trendlinie. Ja. Weil hier sieht man wunderschön, wir hatten hier unser V, Higher Low, Run. Ja. Die einzige Sache ist, was ist das hier? Ja. Und ich glaube, deswegen habe ich auch aufgehört, es zu tracken. Ja. Weil das hier ist einfach nur unser großes Higher Low. Und ich rede von diesem ganzen Ding hier. Ja. Und dieses Ding hat halt bis jetzt 6 Jahre gedauert. Ja, 6 Jahre auf von gar nichts ist halt übel. Trotzdem, die Frage ist jetzt, das hier ist unser großes Makro-Higher Low. Das ist ein kleines Micro-Higher Low. Wir könnten jetzt vielleicht noch ein kleines Micro-Higher Low machen. Das bedeutet, in dem Fall würden wir hier runterfallen wieder zu 69 Cent. Ja. Aber irgendwann, wenn dieses Ding endlich fertig ist, weil ich sehe eigentlich nicht, dass wir ein neues Allzeitlow machen. Unser nächstes Ziel ist unser großes Makro A. Jetzt ist die Sache, wenn wir hier ausbrechen, wollen wir nicht mehr unter diese Trendlinie. Wenn wir jetzt also von unserem V hier unten gehen und davon ausgehen, dass A nicht über die M-Linie geht, aber auch nicht unter diese Trendlinie fällt und einen 0.5 Pullback macht, dann ist unser nächstes Ziel für A $75. Dann einen 0.5 Pullback, runter wieder zu $3,40 und dann ist nur noch, wir gehen rauf zu unserem B. B sollte über $178 sein. Wieder 0.5 Pullback und dann nur noch brechen wir Allzeithoch oder nicht. Die Sache ist nur, wie lange wird das dauern? Ja? Es ist ein Slow Mover. Ja? Ich weiß nicht, ob es Optionen, ich glaube, es gab Optionen für das, ja. Oder nur Aktien. Ob man jetzt wirklich sein Geld darin parken will. Ich meine, okay, Leute, die sich das hier anschauen, die meisten von uns haben EMC-Aktien, also ihr seid es gewohnt. Aber es gibt so viel bessere Plays. Also, es schaut nicht schlecht aus. Es schaut bullisch aus. Aber ich glaube nicht, dass ich es empfehlen würde. Okay. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gibt es mir ein Like. Erklärvideo zur Methode hier. Normale Playlist hier. Und wenn euch die ganzen Versionen und die großen Updates für AMC, Beyond, Bull, FFE anschauen wollt, das ist das Video da ganz nach hinten. Schauen wir mal, was nächste Woche passiert. Wir sehen uns.